Die Watches and Wonders 2023 war zugegebenermaßen keine einfache Umgebung für Ad-Hoc-Videos von Taucheruhren-Neuheiten, besonders wenn es um Akustik, die Umgebung und schlussendlich auch natürlich den Umgang mit Schlafmangel geht. Nichtsdestotrotz, im Anschluss kann man das Ganze nochmals zusammenfassen und das soll hiermit auch getan werden. Vielleicht als Einstieg die Watches and Wonders als Nachfolgeveranstaltung des SIHH, also des Salon International de l'Haute Horlogerie, ist traditionell nicht dafür bekannt, gerade eine Flut von Taucheruhrneuheiten zu produzieren, da das Niveau respektive der Fokus der ausstellenden Marken in der Regel eher Richtung Haute Horlogerie und nicht zwingend Richtung Sportuhren geht. Gott sei Dank gibt es mit Oris, mit Grand Seiko, mit Panerai, mit IWC etc. doch immer wieder ein paar Kandidaten, die für Taucheruhrneuheiten gut sind. Nichtsdestotrotz die gesamte Swatch Group, dazu gehören Omega, Tissot, Certina, Hamilton und andere Marken, sind natürlich nicht an diesem Anlass vertreten. Ergo werden sich im Laufe des Jahres noch weitere Neuheiten von anderen Marken sehen lassen. Ergo sind ein paar der Uhren, die während der Watches and Wonders präsentiert worden sind, nicht direkt Marken zuzuschreiben, die offiziell an der Watches and Wonders ausgestellt haben. Dazu gehören beispielsweise Doxa, die im Beau Rivage während der Geneva Watch Days präsent waren. Dazu gehört aber auch iPod mit der neuen Bronze-Version der C-Pod. Also es gab einiges an Taucheruhren zu sehen, aber nicht alle davon waren offiziell Teil der Watches and Wonders. Hier also der Fokus auf die Neuheiten, die im Palexpo-Gebäude gezeigt worden sind. Angefangen mit einem für mich Highlight, das eigentlich keines sein sollte, nämlich der 50 mm großen Deep Sea Challenge von Rolex, der ersten Taucheruhr der Marke aus Titan, die letztes Jahr debütiert hat und für mich jetzt zum ersten Mal durch eine Vitrine hier in Genf zu sehen war. Die Uhr wurde nicht an den Pressepräsentationen gezeigt, ergo muss ich mich noch ein bisschen gedulden, bis ich die Uhr dann hoffentlich doch irgendwann mal noch in echt am Arm, respektive vor der Kamera haben werde. Dafür hat die kleine große Schwester von Rolex, Tudor, gleich zwei spannende Neuheiten im Gepäck gehabt. Einerseits die Black Bay 54, eine noch kleinere Version der Taucheruhr, die auf den Originaldurchmesser des Modells von 1954 abzielt. Und dann natürlich die 41 mm große Black Bay mit dem roten Farbakzent, also der Hausfarbe von Tudor, die nun ebenfalls als Master Chronometer zertifiziert worden ist. Eine weitere Neuheit, die erwähnenswert ist, ist die Riviera Azur von Baume & Mercier, die es in zwei Versionen zu kaufen geben wird, mit einem bis 300 Meter wasserdichten Gehäuse und dem Bomate-Kaliber der Marke, das bis 5 Tage Gangreserve und erhöhten Schutz vor Magnetismus bietet. Dann natürlich Bell & Ross, hier kommt die BR0392 Taucheruhr in Bronze mit einem neuen Zifferblatt auf den Markt, nämlich mit einem weißen respektive perlmuttfarbenen Zifferblatt. Die Uhr ist wie gewohnt auf 999 Exemplare limitiert und auch hier sollte irgendwo ein Link aufpoppen zu einer etwas genaueren Vorstellung des Modells, respektive im Kanal finden sich detaillierte Vorstellungsvideos zu all diesen Neuheiten, die jetzt hier nochmals zusammengefasst werden. Mit schlechterer Akustik, schwieriger Umgebung und der einen oder anderen Drehpanne. Die nächste im Bunde ist die Oris Aquis Diamonds, ein bordeauxfarbenes Modell mit einer diamantbesetzten Lünette. Hier muss dazu gesagt werden, dass Oris in diesem Jahr, respektive an der Watches and Wonders, natürlich auf die Kermit gesetzt hat und die ProPilot mit Altimeter. Und wir von Oris noch ein paar wirkliche große Neuheiten erwarten dürfen im Laufe des Jahres, die bereits an der Messe gezeigt worden sind, aber natürlich nicht fotografiert werden durften. Dann hat Grand Seiko eine blaue Version des Divers in der Evolution-Linie neu lanciert mit einem Wellenzifferblatt, das in Realität wunderbar aussieht. Hier kommt ein Spring-Drive-Werk zum Einsatz. Chanel hat in der J12-Kollektion einige Neuheiten präsentiert, darunter dieses doch sehr besondere Modell mit einem sehr ungewöhnlichen Gehäuse, das bis 50 Meter wasserdicht ist und interessanterweise nicht offiziell am Messestand zu sehen war, sondern nur in den Präsentationen. Wer diese Uhr also sehen wollte, musste nach Genf in die Chanel-Boutique, dort war das Modell ausgestellt. Eine weitere spannende Neuheit kommt von Tag Heuer mit der Aqua Racer in Massivgold, einmal in Rot- oder Gelbgold, die mit einem neuen Inhouse-Werk ausgestattet worden ist. Insofern macht es Sinn, ein neues Werk, das erst auf den Markt kommen wird, durch einen etwas höheren Listenpreis automatisch etwas zu limitieren.
Das gibt dem Unternehmen Zeit, Erfahrungen mit dem Werk zu sammeln und die Stückzahl sukzessive zu erhöhen. Dann bereits im Vorfeld der Messe etwas genauer vorgestellt die beiden neuen Varianten der Ice Sea Diver von Montblanc, einmal mit einem grauen Zifferblatt und einmal mit einem grünen Zifferblatt, die erstmals mit einem schwarzen Drehring ausgestattet worden ist und als Boutique-Version automatisch nur in den Boutiquen von Montblanc verfügbar sein wird. Weiterhin nicht gezeigt werden kann die Dreier-Edition von Montblanc, eine Sammlerausgabe von 3 Zifferblattfarben in einer besonderen Sammelschatulle, die es in limitierter Auflage zu kaufen geben wird und die allesamt mit einer anderen Bodengravur ausgestattet worden sind. Wer mehr über die Watches and Wonders 2023 erfahren möchte, auf der Website gibt es zu jedem der hier vorgestellten Modelle eine etwas ausführlichere Vorstellung mit Fotos, mit allen Daten, mit allen Preisen, allen Dimensionen, allen Werkangaben etc. etc. Wer Fragen hat, kann gerne jederzeit das Kommentarfeld hier benutzen. Ich freue mich über ein Like, über ein Subscribe und über jegliche Form von Feedback und freue mich auch darüber, dass wir jetzt wieder hier das etwas gewöhntere Ambiente haben, mit dem sich Akustik und auch Umgebung etwas besser kontrollieren lassen.